Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben Free-to-Play mit NUT 3 Stars, also 3 Sterne Element, plus den Revolverheld, haben wir den verlorenen Tunnel bis auf 100 komplett durchgeschafft. Nur mal kurz zeigen, wir haben es gepackt. Könnt ihr alle schaffen. Ich habe quasi wirklich nur ein festes Team gehabt, mit dem ich komplett durchgerusht bin, quasi. Alles auf Automodus gemacht, bis auf, glaube ich, 3 oder 4 Etagen, wo ich ein bisschen selber Hand anlegen musste. Und die erste Etappe, wo es ein bisschen problematisch war, war die 77. Da, glaube ich, musste ich 2, 3 Mal versuchen, weil wenn da mal was nicht gestunt wird, ist halt ein bisschen problematisch, weil die 2 können sehr gefährlich werden, wenn die sich dann anfangen hier zu buffen, also die hier. Dann kann es mal schnell nach hinten losgehen. Aber es funktioniert trotzdem im Automodus. Also ich glaube, 2, 3 Tries oder so habe ich gebraucht und die sind dann auch gefallen. Die nächste Etage, wo ich dann angefangen habe, mal das Team durchzurotieren, war, glaube ich, bei 85. Das war das allererste Mal, wo ich das Team umändern musste und manuell spielen musste, weil konnte man nicht machen. Es war unmöglich, oder zumindest mit dem Team, was ich spiele, manuell auf Automodus zu spielen, weil es hat einfach, das Team ist so stark oder auch die Vorphase besser gesagt mit den Popo-Reitern Wasser, wie ihr alle wahrscheinlich schon kennt. Sie hier ist sehr, sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Sie macht so viel Schaden. Also nicht selber sie, sondern wir machen uns selber sehr viel Schaden, weil sie ist quasi Jultan von Summoners War. Also quasi der Werwolf Werwolf Dunkel, wegen dieser Passiven. Sie tut jedem Angreifer einen Dot draufpacken und reflektiert 12% vom Crit. Also wenn man crittet, 12% der maximalen LP als Schaden zurück. Das tut so weh, wenn ihr vor allem, es sind ja 2 Stück von denen, und wenn ihr dann einen AOE-Damage-Deal dabei habt, der einen ein Skill macht, ist vorbei, der ist sofort instant tot. Deswegen, diese Stage habe ich äh, mit einem Team gemacht, das nicht so ist wie jetzt hier. Also mein allgemeines Team bis, glaube ich, bis hierhin auch hier Automodus ganz normal. Mit dem Team habe ich auf Automodus gespielt. Es ist, wie ihr sehen könnt, das ist das Dragon sage ich schon, das Heavy Metal B10 Team. 1:1. Nur, dass wir das halt umgewechselt haben, weil wir keinen besseren Lead haben. Aber das ist genau 1:1 das Team. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt euch alles nochmal zeigen soll, die Bauteile, wie sie gebaut sind, Intelligenz, weil ihr könnt sie ja im Heavy Metal Team Video nachschauen. Und deswegen möchte ich jetzt auch nicht wirklich jetzt auf die Bauteile ganz genau drauf. Also ich kann jetzt einmal kurz raufgehen, vielleicht wenn ihr pausieren möchtet und kurz sehen wollt, okay, mache ich kurz rein. Aber ansonsten, wenn ihr ganz genau wissen wollt, wie die Intelligenz aufgebaut ist, äh, was ich da gemacht habe, könnt ihr das im Heavy Metal Video nachgucken. Ansonsten habe ich genau mit diesem Team komplett auf Full Auto gespielt. Also es ist wirklich komplett free to play. Ihn bekommt ihr ja, wenn ihr Heavy Metal Stage 8 geschafft habt. Da habe ich ja auch schon mal erwähnt, wie ihr das am besten machen könnt in dem Beginners Grind, wo ich das selber bekommen habe. Ähm, Das kann ich auch jetzt genau, wenn ihr jetzt rechts oben in die Ecke guckt, müsste das Video aufploppen. Dann könnt ihr da kurz gucken, wie ich ihn bekommen habe. Und da gebe ich auch einen Tipp, wie man den bekommt. Ansonsten habe ich, wie gesagt, hier bei dieser Stage bei 85 ein Problem gehabt, weil das Team einfach nicht funktionierte. Da habe ich sie und ihn rausgenommen. Nee, tut mir leid. Ihn habe ich drinnen gelassen. Ich habe ihn mit reingepackt für die Kritterin und habe dann quasi die zweite Phase nur mit ihm Single-Target-Hit gemacht. Aber ihr müsst manuell machen. Er darf nicht er darf nicht AOE-Skills machen. Sobald er AOE-Skills macht, wird er sterben. Und sobald ihr in diese Phase reinkommt, muss er versuchen, immer wieder die Aktionsleiste zurückzusetzen. Er wird euch immer buffen, versucht mal auf die hier zu gehen. Also allgemein auf die 4 Minions, damit er auch crittet und damit die Aktionsleiste pusht. Mit ihm habe ich mal versucht, die Minions zu stunnen. Das ist halt auch so eine Sache. Ihr solltet immer auf Betäubung spielen. Meine Accuracy wäre natürlich deutlich besser, würde ich euch empfehlen. Dann betäubt ihr auch besser. Und das ist auch der Trick dabei. Ihr habt 2 Pushbacks dabei. Also
normalen Team habt ihr sogar 3 dabei. Sie gibt euch Crit Rate Buff, sie pusht ihn ab und zu, dadurch greift er auch immer wieder an, dadurch habt ihr immer so ein Turn Cycling immer wieder drinne. Aber bei diesem Team habe ich halt ihn reingepackt, damit er einigermaßen von ihm zurückgehalten wird und nicht zum Angriff kommt. Die 4 habe ich immer versucht mal zu stunnen, mit den beiden hier vor allem und natürlich mit ihm. Ansonsten hat es eigentlich gut funktioniert. Ich glaube, ich habe 4 Tries oder so gebraucht. Und dann lag diese Stage. Aber, passt auf, wenn ihr sowas wie eine Krankenschwester habt, diese Kriegskrankenschwestern, die haben bei alle auf diesem Fähigkeit, glaube ich zumindest nicht. Ich weiß nicht, ob Wasser das hat, aber Feuer, Wind und Dunkel haben das auf jeden Fall. Vergessenheit. Vergessenheit ist hier quasi in dieser Stage für die zweite Phase sehr, sehr gut. Also sprich, wenn ihr den Irrlichtfänger in Wind habt, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ihr könnt auch hier reingehen und auf Vergessenheit klicken und könnt dann nach sortieren, ob ihr eins von von diesen Monstern habt. Ich habe ihn jetzt nicht benutzt, aber wenn ihr ihn habt, benutzt ihn. Definitiv. Sehr, sehr stark. Also bei mir liegt er hier im Lager. Ist noch nicht mal gelevelt. Ich wollte persönlich erstmal, also fürs nächste Mal werde ich es nehmen natürlich, aber fürs erste Mal für ein Video, für euch, damit ich euch zeigen kann, es funktioniert. Man kann mit einem kompletten Freestar-Team Theo, verlorener Tunnel normal schaffen. Unsere nächste Etappe ist jetzt auch Hard zu machen. Bei Hard habe ich mir schon was überlegt, wen ich auf jeden Fall benutzen werde. Das ist quasi er hier, der Kürbisfreak, weil er hier Dots hat, er kann strippen, er kann Verteidigung senken und das ist halt alles AOE. Was halt, nee, das hier nicht, aber das hier ist AOE mit den Dots, was ziemlich wichtig ist. Man muss halt CC versuchen. Ähm, Ansonsten, wen ich noch definitiv als Dotter empfehlen kann, ist quasi er hier, wenn ihr ihn haben solltet. Ich habe ihn leider nicht, aber er ist halt auch quasi Mantura von Soundwave. Er kann alle Gegner angreifen, Verteidigung senken, Schaden pro Runde verursachen, greift alle Feinde an, so 2 Runden Geschwindigkeit senken und. Also quasi versucht ihr bei Hard nur hinzubekommen, den Gegner so wenig Züge wie möglich zu bekommen lassen und vor allem immer alles auf Betäuben spielen. Alle eure AOE Elements, die AOEs haben und hitten, am besten auf Betäubung machen, damit die Gegner immer gestunt werden. Das ist Prio Nummer eins, vor allem jetzt am Anfang. Wenn ihr natürlich, also ich sage euch mal so, wenn ihr natürlich sie habt, würde ich die auf jeden Fall benutzen. Wenn ihr ihn habt, würde ich auf jeden Fall benutzen. Wenn ihr den Dr. Evil in Feuer habt, würde ich benutzen. Dr. Evil in Wind ist quasi, glaube ich, nur ein Damage-Dealer. Ich glaube, der hat gar nicht so ein. Also ja, ist halt nur Damage-Dealer, aber halt alles, was CCen kann, alles, was Skills runtermacht, einfrieren lässt, betäuben lässt, ist in verlorenem Tunnel sehr, sehr stark. Vor allem Vergessenheit auch. Sehr, sehr stark. Deswegen, ansonsten, also wie gesagt, ich bin mit dem kompletten Team bis hier runtergekommen, ohne Probleme, bis auf diese 2, 3 Etappen, wo ich halt ein bisschen Probleme hatte. Hier hatte ich ein kleines Problem gehabt, da musste ich gucken, dass ich das per Hand spiele, aber das auch gleiche Team gespielt. Vielleicht hätte ich auch im Automodus geschafft, aber ich wollte jetzt einfach auch nur durch und versuchen, so schnell wie es geht. Hier müsst ihr halt aufpassen bei Stage 90, da würde ich noch empfehlen, die Minions erstmal zu killen, bevor ihr sie killt quasi, weil sie ist Camilla. Camilla kann sich selber glänzen, wenn sie Crit-Schaden bekommt. Das heißt, wenn ihr halt was habt, was nicht crittet, ist umso besser. Oder halt Vergessenheit. Vergessenheit ist halt A und O. Also wenn ihr Vergessenheit-Monster habt, benutzt das für solche Fälle. Alles, was mit Passiv zu tun hat. Hier haben wir ein Akroma. War aber nicht so schlimm, ging eigentlich recht gut. Hier alles recht gut, war alles gar kein Problem. Das waren eigentlich nur die einzigen Stages, wo ich noch so ein bisschen dann am Ende Hand angelegt habe, weil ich habe dann versucht, mich immer auf einen zu priorisieren. Hier habe ich einfach nur auf, also Target, man kann ja im Fight, kann man ja auf ein Monster klicken und dann wird dieses Monster getargetet vom Team. Das würde ich euch empfehlen noch, dass sie zumindest nur auf einen zielen, wenn sie tot ist. Ansonsten hier, wie gesagt, die 2 Minions killen und alles ist fein. Ihr kommt hier super gut durch. Definitiv. Wir haben auch noch ein paar Summons dafür bekommen. Ich werde jetzt einfach mal kurz nebenbei aufmachen und da weiterreden. Ähm,
Genau, also das ist auf jeden Fall Prio Nummer eins. Wenn ihr halt irgendwelche CCs habt, die AOE CCen können, wie die Malerin, die Eismalerin oder auch andere, wenn ihr welche habt, benutzt die für solche Stages. Sehr, sehr gut. Also da würde ich zum Beispiel, da könnt ihr den Wurm rausnehmen, weil der Wurm war für mich eigentlich nur als Verteidigungssenker plus Betäuber dabei. Macht ja nicht wirklich sehr extrem viel Schaden bei mir. Deswegen ist er eigentlich nur dafür da, um CCs zu machen und halt Deathbreak zu machen. Also ihr könnt den Wurm ohne Probleme austauschen. Ich würde den Revolver jetzt sicher drinnen lassen, den Riesen würde ich sicher drinnen lassen, Popo-Reiterin würde ich drinnen lassen. Oh mein Gott. Und wir kriegen einfach eine Kreiskrankenschwester. Kriegskrankenschwester. Geil. Oh, die ist sogar sehr schön. Ey, ich mag die wirklich. Die ist, wie kann man sie bezeichnen? Super stark. Super stark. Ich hätte sie gerne im Wasser, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte sie gerne im Wasser. Ja, ich weiß. Ich habe eine 2 bekommen und ich bin trotzdem nicht glücklich. Aber ich hätte sie gerne im Wasser bekommen. Aber trotzdem super stark für PvP. Ähm, ja, müsste ich mal schauen. Aber ich glaube im Gildenkampf sehr gut. Ja, im Gildenkampf sehr gut. Ja, cool. Genau. Also das auf jeden Fall dazu. Ähm, Da würde ich auf jeden Fall aufpassen. Ansonsten für den nächsten Part, also für Hard, gucken wir mal, was wir da machen können. Wie gesagt, Dots sind da wichtig, CCs sind da sehr wichtig. Ja, den haben wir leider. Ich hätte gern die Wasserpuppenkünstlerin oder wie die heißt. Bitte gib mir die Wasserpuppenkünstlerin. Ich will sie haben. Die wäre super stark. Schade, haben wir nicht bekommen. Leider. Naja, egal, kann man nichts machen. So, das soll es eigentlich schon wieder gewesen sein. Also ich wollte euch einfach nur mal einen Guide quasi zu dem verlorenen Tunnel geben, dass ihr auch wie ich hier ohne Probleme durchkommen werdet. Und ich hoffe, es hat euch geholfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich über Likes und Comments immer freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Peace.